wenn wir nur für uns selber etwas wollen und es gar nicht teilen wollen, sondern sagen, ich will mehr, ich halte es fest, ich will es mit niemandem teilen, ich horte es, dann wird irgendjemand unweigerlich dafür zahlen müssen und im Zweifel ist es die Person selbst, weil so zu leben ist kein Spaß. Hallo, ich bin Peri Soilu und du bist hier beim Happy Cool Love Podcast, dein Podcast für Lebenssinn, Bewusstsein und Klarheit und für einen Kurs in Wundern. Ich freue mich, dass ich hier kurz Zeit finde heute, weil ich war mir gar nicht so sicher, damit wir wieder gemeinsam ein bisschen mit dem Kurs in die Tiefe gehen und die Grundsätze, die uns der Kurs gibt, damit wir sie in unseren Alltag übersetzen, weil manchmal, ich finde, diese Übersetzung ist manchmal gar nicht so einfach, beziehungsweise knifflig, weil wir alle unsere eigene Wahrnehmung haben. Wir können natürlich denken, dass wir den Kurs komplett erfasst haben, aber wir können uns nie ganz sicher sein, weil wir hier in dieser menschlichen Erfahrung Wahrnehmung haben. Das ist nicht die Erkenntnis dort, wo unser Geist für immer in Frieden zu Hause ist, sondern es ist die Wahrnehmung. Und Wahrnehmungen können sich voneinander unterscheiden. Bloß weil wir den Kurs haben, heißt es nicht, dass unsere Wahrnehmung und unsere Übersetzung des Kurses für jeden gilt, immer wahr ist oder nicht noch verbessert werden kann. Also wir dürfen immer wieder wahre Bescheidenheit an den Tag legen und sagen, okay, das ist die beste Art und Weise, mit dem Bewusstsein, wo ich gerade bin, wie ich den Kurs gerade erfasse. Kann es sein, dass ich mich irre? Ja, die Möglichkeit ist da. Bloß weil ich den Kurs habe, heißt es nicht, dass ich egolos bin. Der Kurs lehrt mich, wie ich egolos werde. Und wenn ich egolos bin, dann brauche ich den Kurs ja nicht mehr. Also, nochmal die kleine Erinnerung an uns alle. Mehr Bescheidenheit, mehr offener Geist, mehr offenes Herz und mehr auch den Mut zu sagen, hey, ich lag hier falsch. Es tut mir leid. Entschuldigung aussprechen. Also, ich hoffe, dass dir gut geht. Ich hoffe, du hast wieder Lust, dass wir gemeinsam etwas in die Tiefe gehen heute. Ich habe heute tatsächlich einen Satz aus dem Kurs, der mir so im Geist herumschwirrt, nämlich aus der Lektion 37. Da ist ein Satz, wo es darum geht, dass wenn wir uns ganz fühlen, wenn wir ganz sind, wir gar keine Anforderung stellen. Ich lese uns das mal kurz vor und dann gehen wir damit in die Tiefe. Warum ich überhaupt darauf komme, ist, weil ich mich sehr mit diesem Prinzip auseinandergesetzt habe aus der Kabbala, wo es darum geht, dass es eigentlich im Grunde genommen auf dieser Welt nur zwei verschiedene Arten gibt zu sein. Es gibt Menschen, die sind sehr im Ego, Angst, Mangel, Denksystem verhaftet. Und sie leben das Prinzip von Desire to receive for the self alone. Also, sie haben ein Bedürfnis, nur für sich selber etwas zu bekommen. Was ist für mich drin? Wo kriege ich am meisten? In dieser Transaktion, der nehme ich nur teil, wenn ich noch mehr kriege als die andere Person. Ich gebe, aber nur mit dem Wissen, dass ich auch was zurückkriege, oder ich kümmere mich um eine Person, aber im Hinterkopf habe ich immer dieses Gefühl, ich möchte aber etwas und ich werde dafür sorgen, dass ich dieses etwas bekomme. Wir wollen immer für uns und dort stoppt's auch. Das Bekommen stoppt. Wir machen damit kein zirkuläres System auf, dass wir sagen, ich habe so viel erhalten, ich bin so gesegnet, ich bin so vollkommen, ich werde geben, weil durch dieses Geben segne ich mich und segne ich die Welt. Das ist bei Menschen, die vor allem dieses Bedürfnis zu empfangen nur für sich selbst, also ein eher Ego-Bedürfnis, das ist bei denen gar nicht ausgeprägt. So. Und wir sehen das wahrscheinlich auch oft genug und viel in der Welt gespiegelt, dass es genug Menschen gibt, die gar nicht verstehen, dass es eine andere Art gibt, durch dieses Leben zu gehen, ein anderes Prinzip, außer nur ich. Und dieses Ich möchte für mich kann sich in so vielen verschiedenen Varianten zeigen. Das hat nichts nur mit der materiellen Ebene zu tun, beziehungsweise eigentlich ist die materielle Ebene für mich gerade nicht das Ausschlaggebende. Wir können in so vielen Formen immer wieder von Menschen Energie ziehen. Ob wir in Geschichten erzählen, wo wir nicht mal spüren, ob sie es wirklich hören wollen, dass wir ihnen Urlaubsbilder zeigen, obwohl die andere Person klar signalisiert, sie will sie gar nicht sehen, oder Urlaubsgeschichten erzählen oder unsere Hobbys ausbreiten oder einen Witz erzählen oder schon wieder irgendwie sagen, ich habe dies, das und das gemacht, obwohl wir gar nicht den Raum erfühlen,
und mal schauen, will diese Person das überhaupt hören? Will diese Gruppe überhaupt mir zuhören? Hat sie überhaupt signalisiert, dass sie Lust auf meine Geschichten hat? Und wenn wir so sind, während wir uns vormachen, etwas zu geben, nehmen wir. Und das ist auch Desire to receive for the self alone. Es geht immer nur um dich. Du hast ganz viele Wehwehchen und du teilst die mit der Welt. Warum? Weil du Aufmerksamkeit willst. Man denkt dann immer, ich teile ja nur, was mir gerade auf dem Herzen liegt. Aber dieser Unterschied zwischen wahllos teilen und zu wissen, wo ist jemand gerade offen und sagt, ich lade dich ein, es bei mir auszusprechen, das können die Menschen, die dieses Prinzip leben, meist gar nicht fühlen. Sie haben dafür die Sensibilität noch nicht. Noch nicht, weil ich weiß, dass wir sie alle irgendwann entwickeln werden. Es führt kein Weg daran vorbei. Und dann gibt's die andere Variante. Die heißt Desire to receive for the sake of sharing. Also das Bedürfnis zu erhalten, weil du es weitergeben willst, was du empfangen hast. Ein Kurs im Wundern sagt, geben und empfangen sind gleich. Wir wollen ein zirkuläres Prinzip am Leben erhalten, weil wir wollen geben und dadurch empfangen wir. Also wir geben natürlicherweise, weil wir wissen, wir haben alles, wir sind bereits alles. Und wenn wir geben, wird es mich segnen und wird es die Welt segnen. Also ist es eine Win-Win-Situation. Jeder gewinnt, wenn ich so mit der Welt teile. Wenn mein Bedürfnis ist, alles, was ich empfange oder vieles, was ich empfange, ich weiß es nicht für jeden, wieder in die Welt zu geben. So wie wenn wir einen Kurs in Wundern lesen für uns und merken, wow, dieses Prinzip berührt mein Herz, was auch immer es gerade ist. Und wenn wir es leben, dann geben wir. Das Wichtige hier ist natürlich, dass wir bedingungslos geben. Wenn wir geben und Dank dafür verlangen, ist es schon wieder nehmen und nicht geben, weil wir wieder eine Art von Erwartungshaltung in die Welt schicken und dann enttäuscht sind. Ich weiß, dass das manchmal nicht so einfach ist, keine Erwartungshaltung zu haben an seine Mitmenschen oder Hoffnung, dass man sie vielleicht doch noch erreicht. Aber da müssen wir uns immer wieder überprüfen, nehme ich gerade oder gebe ich wirklich? Gebe ich bedingungslos? Gebe ich, weil ich aus dem Vollen schöpfe? Also, es sind diese zwei Sachen, die mich bewegt haben. Es gibt ganz viele von uns, die noch wirklich empfangen oder wollen oder ein Bedürfnis haben zu bekommen, um es für sich selbst zu behalten. Das ist die Ego-Variante. Und dann gibt es auch viele von uns, die sagen, ich empfange die Gaben Gottes, wie ein Kurs im Wundern es nennt, also Liebe, Frieden, Freude, Glück, Segen, und ich gebe das in die Welt, weil ich möchte, dass die Welt genauso davon profitiert, wie ich gerade davon profitiere. Und dann ist mir dazu dieser Satz gekommen, aus einem Kurs im Wundern, aus der Lektion 37, und dort lesen wir jetzt mal gemeinsam. Lektion 37, meine Heiligkeit segnet die Welt. Also auch da sieht man, das ist wieder mein Bedürfnis zu empfangen, damit ich es in die Welt gebe, damit ich es teile mit der Welt. Man sieht immer, wie die Kabbala und ein Kurs im Wundern und auch andere weise Werke sich immer wieder überschneiden. Da muss doch was dran sein. Es kann doch nicht sein, dass all diese Weisheiten, all diese weisen Quellen getrennt voneinander zu verschiedenen Zeiten der Menschheitsgeschichte entstanden sind und dennoch dieselbe Botschaft tragen. Da muss doch was dran sein. Also, für die Skeptiker unter uns. Wir lesen mal. Meine Heiligkeit segnet die Welt. In diesem Gedanken steckt der erste Schimmer deiner wahren Funktion in der Welt und weshalb du hier bist. Also, falls du dich fragst, warum du hier bist, um zu segnen. Das sagt diese Lektion. Dein Sinn und Zweck ist, die Welt durch deine eigene Heiligkeit zu sehen. Auf diese Weise werdet ihr, du und die Welt, zusammen gesegnet. Niemand verliert, nichts wird irgendjemandem weggenommen, alle gewinnen durch deine heilige Schau. Sie bedeutet das Ende des Opferns, weil sie jedem alles gibt, was ihm zusteht. Und er hat ein Anrecht auf alles, weil es sein Geburtsrecht als Sohn Gottes ist. Es gibt keinen anderen Weg, auf welchem die Idee des Opferns aus dem Denken der Welt beseitigt werden kann. Für jede andere Art des Sehens
wird unweigerlich jemand oder etwas zahlen müssen. Und genau da sind wir. Bei diesem Prinzip wieder, wenn wir nur für uns selber etwas wollen und es gar nicht teilen wollen, sondern sagen, ich will mehr, ich halte es fest, ich will es mit niemandem teilen, ich horte es, dann wird irgendjemand unweigerlich dafür zahlen müssen und im Zweifel ist es die Person selbst, weil so zu leben ist kein Spaß. Also, als Ergebnis wird der Wahrnehmende Verlust erleiden und er wird auch nicht ahnen, warum er verliert. Doch wird durch deine Schau, also wenn du durch deine Heiligkeit segnend auf diese Welt blickst, durch diese Schau seine Ganzheit in seinem Bewusstsein wiederhergestellt. Deine Heiligkeit segnet ihn, indem sie nichts von ihm verlangt. Wer sich selbst als ganz sieht, stellt keine Forderung. Das war der Satz, an den ich denken musste. Wer sich selbst als ganz sieht, stellt keine Forderung. Ein wunderschöner Satz, ne? Mit dem zu sitzen und den zu kontemplieren, den in der Tiefe mal an sich ranzulassen, da wird einem eine Perspektive aufgezeigt, die wirklich atemberaubend ist, möchte ich mal sagen, und wo viele von uns noch gar nicht sind. Ich glaube, wir haben immer punktuell die Erfahrung, dass wir so sein können, dass wir wirklich bedingungslos lieben, ohne einen Anspruch an jemanden zu stellen. Aber ob wir das 100% die gesamte Zeit in dieser menschlichen Erfahrung so gelebt haben bis dato, ich würde wagen und sagen, nein, haben wir nicht, was okay ist. Und das andere, was mit diesem Satz natürlich kommt, ist, dass du weißt, jemand, der immer nimmt. Es gibt ja so Menschen, die senden und sie verstehen nicht, dass sie damit eigentlich immer nur nehmen. Sie ziehen Energie, sie ziehen Aufmerksamkeit, sie ziehen alles auf sich. So, sie wollen, dass alle sie anerkennen, alle sie sehen, alle sie loben, wie besonders sie sind. Dass man weiß, okay, dieser Satz ist noch nicht ihre Wahrheit. Sie sehen sich selbst noch nicht als ganz und deswegen stellen sie Forderung, dass man das zumindest so umkehrschlussmäßig auch sich herleiten kann. Okay, wenn jemand die ganze Zeit Energie zieht, heißt es, er lebt in irgendeinem Defizit. Er hat noch nicht verstanden, dass er bereits alles ist und alles hat, dass er ganz ist und dass er überhaupt gar nicht Energie ziehen muss, weil die einzig nachhaltige Energie, die es gibt, ist dass wir uns wieder an unsere wahre Natur erinnern, dass wir uns an unsere Verbindung mit mir erinnern, mit Gott erinnern, mit dem Schöpfer erinnern, mit der Quelle, wie auch immer du das nennen willst. Und das hat bei vielen Leuten, die sehr viel Energie ziehen, noch gar nicht stattgefunden. Sie denken, sie müssen Energie von hier ziehen, anstelle von hier zu ziehen. Also sie verwechseln ihre Quelle, wo sie auftanken können, mit der Aufmerksamkeit von anderen Menschen. Und das andere, was ich hieraus auch noch lese für uns, ist, dass das natürlich nicht heißt, weil wir verstehen, okay, wenn ich ganz bin, dann stelle ich keine Forderungen an andere Menschen. Das heißt aber nicht, dass du dir alles von jedem gefallen lassen musst. Also das ist nicht der Rückkehrschluss, weil das ist da, wo ich heute angefangen habe. Bloß weil wir den Kurs haben, heißt es nicht, dass wir immer gleich 100% verstehen, was sich hinter jedem weisen Satz aus dem Kurs verbirgt und wie wir das in unseren Alltag übersetzen. Für mich heißt es nicht, dass ich dort sitze und jeder, der meine Energie ziehen will, das einfach zulasse, weil ich stelle ja keine Forderung. Aber für mich ist das eine andere Art von Forderung. Für mich ist es, ich stelle keine Forderung, weil ich bin mit Gott verbunden. Das ist, wo ich meine Ganzheit her habe, will ich jetzt mal sagen, das ist mein Geburtsrecht, das ist das, was ich wahrlich bin. Wenn ich etwas in die Welt gebe, dann erwarte ich hoffentlich oft genug nicht, dass die Welt mir Beifall klatschen muss, dass die Welt mir ein Dankeschön aussprechen muss, dass jemand sagt, ach gut, dass du das gemacht hast. Das erwarte ich nicht. Aber das heißt nicht, dass ich nicht sage, wenn jemand lieblos ist und versucht, mich auszunutzen auf der menschlichen Ebene, dass ich nicht sage, nein, danke, das ist nichts für mich. Das darfst du, das ist okay. Das heißt nicht, dass du die ganze Zeit irgendwie airy-fairy wie so eine Elfe die ganze Zeit durch die Gegend fliegst und sagst, alles ist nicht passiert, ist alles nur in meinem Geist, ich muss niemandem mehr irgendeine Grenze aufzeigen auf dieser menschlichen Ebene, weil dann bestätige ich ja wieder diese menschliche Erfahrung. Nein,
das ist für mich den Kurs missverstanden haben. Für mich, ne? Ich weiß nicht, warum die Person es so leben will. Ich lasse sie gern dort, weil meistens, wenn Gott jemanden nicht erreicht, dann gehe ich davon auch nicht aus, dass ich sie erreichen kann. Ich segne und lasse die Person gern dort. Aber ich für mich sehe es anders. Ich darf auf dieser menschlichen Ebene klar und liebevoll sagen, hier kann ich nicht mehr mitmachen. Vielen Dank für die Erfahrung. Habe ein ganz wundervolles Leben. Ich gebe dir allen Segen Gottes. Aber ich gehe jetzt. Ich ziehe mich zurück. Und diese Ehrlichkeit ist für mich ein Ausdruck von Liebe. Aber jeder muss den Kurs für sich selbst erfassen und ihn in seinen Alltag übersetzen. Das kann ich niemandem abnehmen. Ich kann nur teilen, wie ich das für mich interpretiere, wie ich das fühle, wie sich das richtig in meinem Herzen anfühlt. Und entweder überschneidet es sich mit dir und dem, wie du den Kurs auffasst, oder nicht. Beides ist okay für mich. Ich bin nicht hier, um irgendjemanden von irgendetwas zu überzeugen, von dem er selbst gerade noch nicht überzeugt ist. Damit mache ich mich nur unglücklich und das ist nicht, wofür ich hier bin. Ich bin nicht hier, um mich selbst unglücklich zu machen. Im Gegenteil. Also, das war alles, was ich heute mit dir teilen wollte. Ich freue mich natürlich auf deine Gedanken zu dem, was wir heute hier besprochen haben. Schreib mir gern hier unter dem YouTube-Video oder bei Spotify. Ich freue mich immer über dein Feedback. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass dir gut geht und dass du den Sommer, der jetzt endlich beginnt, zumindest hier in Hamburg, genießt und dass du eine wundervolle Restwoche hast. Falls du mich hier unterstützen willst, dann freue ich mich, wenn du mir ein Abo dalässt, wenn du hier ein Like dalässt oder dieses Video mit jemandem teilst, der auch davon profitieren könnte. Noch einmal, pass gut auf dich auf, hab eine ganz wundervolle Woche und sei gut zu dir. Deine Peri.